Hier ebenfalls Kobe Beef. Erinnert mich an Frankreich. 6400 Tote aus diesem Erdbeben hervorgegangen. Das war das sauberste Taxi in meinem Leben. Oh mein Gott, ist das süß. Wow, Leute, schaut euch das an. Schaut gar nicht mal so schlecht aus. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie gut es gerade hier riecht. Es gibt so leckere Sachen hier. Lecker, lecker. Ich bin Beweis dafür, dass es echtes Kobe-Fleisch ist. Wir haben gerade das Restaurant verlassen. Ich bin absolut begeistert. Das ist zum Beispiel so ein deutscher Kaufmann erbaut. Herzlich willkommen in Kobe, die Stadt, die weltberühmt ist für ihr exklusives Kobe-Fleisch. Oh, ich bin sehr gespannt, wie das schmecken wird. Die Stadt hat natürlich auch einiges anderes zu bieten. Unser erstes Ziel ist ja direkt erst einmal ein Schrein. Und zwar hat dieser den Namen Ikuta-Ino-Schrein. Soll auch einer der wichtigsten Schreine hier in Japan sein oder zumindest in dieser Region. Ich bin sehr gespannt. Let's go! Diese Suica- oder Pasmo-Karten, diese digitalen, die sind wirklich ein Segen. Wir haben damit die Möglichkeit, in den Convenience Stores zu zahlen. Wir haben damit die Möglichkeit, an Automaten zu zahlen, an Snackautomaten. Das ist eine sehr, sehr gute Erleichterung. Das ist viel, viel besser, als wenn man sich Tickets zieht an irgendwelchen Ticketschaltern jedes Mal und da unnötig Zeit verliert. Hier, wie immer, unterirdisch sehr viel zu bieten, vor allem Restaurants. Wo lang müssen wir denn? Schauen wir mal. Wir finden schon unseren Ausgang. Ich glaube, ich hätte jetzt mal Lust auf einen Kaffee, dass wir so ein bisschen wach werden. Wir waren die letzten Tage ja sehr viel unterwegs mit euch und es ist gar nicht mal so ohne. Der Körper, der braucht auch mal ein bisschen entweder Energieschub in Form von Koffein oder auch mal Pause. Schauen wir mal, wir finden hier bestimmt was Leckeres. Das sieht doch schon mal ganz gut aus hier. Nach einer Bäckerei zumindest, mit Sauerteig, aber kein Kaffee, wie es aussieht. Ich schaue mal kurz für dich. Ja, so sieht das aus, so Bäckereien hier in Japan. Gibt es auch so ein bisschen herzhafte Sachen. Was mir aufgefallen ist am Baguette, also typisch französisch, was mir eben aufgefallen ist, dass diese Bäckereien hier in Japan sehr, sehr weiches Brot anbieten. Also sie sind nochmal deutlich softer als Brot, was wir in unseren Breitengraden kennen. Ihr müsst euch das quasi einmal so vorstellen, wie Toastbrot bei uns. Und das da hier, seht ihr das? Es ist nochmal gefühlt doppelt so weich wie unser Toastbrot in Deutschland. Also die haben wirklich dieses extrem softe. Da muss man ein Fan davon sein. Mein Fall ist es jetzt nicht, aber schmecken tut es trotzdem. So, wir suchen uns jetzt mal einen leckeren Kaffee aus. Wir hatten mal Lust auf was Hochwertiges. Wir sehen uns dann gleich. Das sind unsere ersten Eindrücke hier vom Hauptbahnhof. Wir sind jetzt an irgendeinem Ausgang raus. Das ist das Hauptgebäude, aber irgendwo da hinten ist der Hauptbahnhof. Kobe ist ja eine Stadt mit ca. 1,5 Millionen Einwohnern. Ist für japanische Verhältnisse jetzt keine ganz so große Stadt. Aber für unsere Verhältnisse in unseren Breitengraden ist das schon groß. Auch hier ist es ziemlich verwinkelt teilweise und viele Ausgänge. Zum Beispiel so ein Blumengeschäft. Das kommt mir irgendwie sehr westlich vor. Sehr süß. So irgendwie erinnert mich an Frankreich. Wir werden jetzt den Tag hier verbringen und ein paar Orte und Sightseeing-Spots besuchen und hoffentlich auch irgendwo einen leckeren Kobe-Steak oder Kobe-Fleisch probieren. Die Stadt ist mir jetzt irgendwie auch schon wieder sympathisch. Da drüben seht ihr schon mal 100% Kobe-Beef. Einmal Werbung. Hier ebenfalls Kobe-Beef. Ich glaube, wir haben hier auf jeden Fall einige Möglichkeiten. Bevor wir jetzt was essen, sind wir erstmal unterwegs zu einem Schrein. Wir sind an unserer ersten Destination angekommen und zwar am Ikuta-Ino-Schrein. So sieht der Eingang aus. Der ist interessanterweise irgendwie mitten in der Stadt aufgebaut. Da hat sich wohl außenrum, wie ihr seht, einfach mal die Gegend urbanisiert. Ist auch sehr interessant. Schaut euch mal diese kleinen Kinder an mit ihren Kimonos. Oh mein Gott, ist das süß. Der Ikuta-Ino-Schrein ist ja angeblich im 3. Jahrhundert erbaut worden oder gegründet worden und eines der ältesten Schreine in Japan. Es gilt als, wie gesagt, eines der ältesten Schreine in Japan. Und es ist der Göttin Wakahirume
Nomikoto gewidmet. Das ist quasi eine Sonnengöttin. Dieser Schrein hat auch eine besondere Bedeutung, weil die auch mehrere Katastrophen überlebt hat. So, wir gehen jetzt mal langsam rein. Beispielsweise gab es ja hier in Kobe oder in dieser Gegend 1995 einen sehr, sehr großen Erdbeben, der ja auch viele, viele Opfer gekostet hat und sehr viel zerstört hat. Auch die Luftangriffe vom Zweiten Weltkrieg hat dieser Schrein überstanden. Ist ein sehr beliebter Ort für Neujahresbesuche, Hochzeiten. Hier seht ihr zum Beispiel Personen, die beten. Die gehen vor, spenden Geld. Dann verbeugen sie sich zweimal, klatschen zweimal und wünschen sich etwas. Hier vorne findet irgendwie was statt. Ich weiß es gerade nicht, kann es nicht gerade deuten. Da kommt anscheinend ein Zeremonienmeister vorne links. Ich weiß nicht, ob der jetzt was damit zu tun hat, aber anscheinend wird hier gleich etwas passieren. Entweder das kann ich mir gar nicht vorstellen, eine Trauung oder so, wahrscheinlich ein Gebet. Ich warte mal jetzt kurz ein bisschen ab für euch und versuche das dann auf die Kamera zu bringen, wenn jetzt was Interessantes passiert. Also anscheinend beginnt die Zeremonie. Das sieht tatsächlich aus wie so eine kleine Trauung oder irgendwie ein bestimmtes Gebet. Es sind ganz wenige Leute sind gerade da. Da vorne ist der Zeremonienmeister. Das ist mal schön, so etwas zu erleben gerade. Habe ich auch noch nie erlebt. Ihr seid live dabei, Leute. Jetzt hat die Dame die Leute anscheinend gebeten, sich zu verbeugen. Der Zeremonienmeister ist jetzt hier vorne. Führt irgendwelche Rituale aus. Shinto-Rituale. So, Leute, ich würde jetzt hier nicht mehr weiter stören. Ich würde mich langsam zurückziehen. Hier links neben dem Schrein möchte ich euch mal etwas zeigen, was ich gerade entdeckt oder gesehen habe. Hier gibt es so eine Art Holztäfelchen. Das ist typisch für die Schreine. Die heißen auch Emma. Und auf diese Holztäfelchen, die gibt es in verschiedenen Designs. In dem Fall sind die aus so einer Herzform. Und da schreiben dann die Menschen einmal oder die Besucher ihre Wünsche drauf und hoffen, dass diese in Erfüllung gehen. Ja, hier ist natürlich sehr viel auf Japanisch. Ist jetzt nicht so ein typisch touristischer Ort. Hier steht aber zum Beispiel mal jemand, World Tour 2025. Sehr süß. Hier gibt es dann auch noch mal andere Variationen in so einer Art Bär oder Teddybär-Format. Und was es in Schreinen auch typisch gibt, sind so Art Wahrsagezettel. An sich holt man sich bei vorne immer irgendwo in so einer Art Kassenbereich für kleines Geld dann diese Wahrsagezettel. Diese sagen dann entweder Glück oder Unglück voraus und die kann man dann hier zum Beispiel kaufen. Das kostet dann anscheinend 300 Yen. So schaut das aus. Der Junge hat gerade was gekauft, hat dann so eine Art Holzkiste, da kommt so ein Stab, da steht eine bestimmte Nummer. Und dann wird aus diesem Nummer etwas rausgegeben. Und dieser Zettel wird dann begutachtet. Und wenn da was Positives draufsteht, wird das dann natürlich gerne behalten. Und falls da etwas Negatives draufsteht, wird das vorne an die Seile angebracht. Wir gehen zu unserer nächsten Destination. Bis gleich. Wir haben uns jetzt entschieden, einen Uber-Taxi zu rufen, weil die Busse hier ein bisschen verwirrend sind. Okay, so, dann gehen wir rein. Der Herr hat jetzt geprüft, ob wir auch wirklich die Personen sind. Okay. Yes, please. Bye bye, thank you. So Leute, wir sind angekommen und zwar ist unser Ziel der Kobe Port Tower. Ich bin sehr gespannt, wie der Ausblick sein wird. Das ist ja so ein Wahrzeichen hier in Kobe. Und der Kobe Port Tower, der hat ja 108 Meter und wurde 1963 gebaut. Ich bin sehr gespannt. Wir laufen mal vor. Vielleicht eine interessante Sache. Bei Uber steht jetzt eine Summe von 1350 und wir haben jetzt darüber eben die Abwicklung gemacht. Allerdings beim Taximeter stand 1080 oder sowas.
Jetzt schauen wir mal, was am Ende final abgebucht wird. Das können wir dann euch noch mal hier vielleicht kurz einblenden oder später, wenn wir es herausgefunden haben, sagen. Es war das erste Mal Japan, Taxifahrt, und es war das sauberste Taxi in meinem Leben. Der Herr, es hat unglaublich frisch gerochen, es war super Service, der Herr hat einen Anzug an. Die Leute, die Taxifahrer nehmen hier wirklich ihre Arbeit auch extrem ernst. Wahnsinn. So, schaut mal den Port an, so schaut das aus, der Hafen. Geil, oder? Wahnsinn. Auch mal schön wieder hier irgendwie am Hafen zu stehen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal direkt hoch und schauen uns mal den Kobe Port Tower an und wie auf jeden Fall vor allem der Ausblick aussieht. So, der Kobe Port Tower, wir sind jetzt am Eingang, der ist von 9 bis 23 Uhr geöffnet. Das heißt, ihr habt da wirklich genug Zeit. Und die Tickets sind hier aufgeführt, ganz süß gemacht, handschriftlich. Da steht jetzt beispielsweise, ich glaube, Erwachsene 1000 und 1200 Yen irgendwie. Das sind ja momentan, wenn wir das mal kalkulieren, 6,69 €. Ich würde mal sagen, wir gehen rein und schauen wir mal, wie das hier aussieht mit dem Ticket. Tickets? Also, Tickets? Ja. Yes. Okay, are you eligible for discount? No. No, all right. Just go this way. There's a vending machine for you. Okay, vending machine. Got it. Thank you very much. Und Ticket, Observation Area plus Rooftop Area. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal die teure mit Rooftop. Das sind bloß 200 Yen Unterschied. Und mal sehen, was dann oben uns erwartet. Unsere Tickets sind da und wir machen uns dann auf den Weg zu den Aufzügen. Wir sind jetzt am Observation Deck angekommen. Mal sehen, was der Blick bietet. Es gibt ja hier einen 360-Grad-Blick oder Ausblick. Wow, Leute, schaut euch das an. Schaut gar nicht mal so schlecht aus. Hier sieht man noch mal die Stadtseite, die City-Seite. Schaut cool aus. 102 Meter, auch schon mal was. Wir haben ja noch vor, in Tokio deutlich höhere Gebäude uns anzusehen. Wir nehmen euch da selbstverständlich auch mit. Aber wie findet ihr den Blick hier? Lasst gerne mal einen Kommentar da. Da unten waren wir vorhin. Hier seht ihr dann noch mal ein paar Hochhäuser mit Blick auf den Hafen. Geil, oder? Also ich finde den Ausblick sehr schön. Man fühlt sich so mitten in der City. Also ist jetzt nicht zu hoch, dass man über alles hinweg sieht. Schaut mal hier parallel gegenüber. Ist quasi ein Gebäude, was mindestens gleich so hoch ist. Auch hier gibt es wieder kleine Automaten, wo man dann einzelne Sachen kaufen kann. Figuren. Hi. Da wird nochmal angezeigt, Can I see, dass man solche Sachen nicht mit hochnehmen darf. Selfie-Sticks zum Beispiel, Umbrella oder so. Aber die Kamera habe ich fest in meiner Hand. So, jetzt geht es hier nochmal auf die nächste Etage. Und das ist dann anscheinend ein offener Bereich. Wir haben jetzt 1200 Yen gezahlt. Der untere Observation Deck wäre 1000 Yen. Jetzt sind wir auf der oberen Observation Deck, da sind es 1200 Yen. Also 200 Yen mehr und dann habt ihr noch die Möglichkeit, auch in den Außenbereich zu gelangen. Mal sehen, wie das Ganze hier aussieht. Ach, sehr schön. Ist ja noch mal ein bisschen luftig. Hier oben offen, wie ihr seht. Und das ist auch die höchste Stelle. Weiter höher geht es dann auch nicht. Was ich interessant finde, ist, an den Spiegeln gibt es dann immer noch mal so Anime-Figuren. Das zieht sich durch Japan wie ein roter Faden. Also wir genießen jetzt noch ein bisschen den Ausblick. Dann sehen wir uns zu unserem nächsten Ziel unten wieder. Bis gleich. Wir haben jetzt den Kobe Tower verlassen und sind unterwegs zu unserem nächsten Sightseeing-Spot. Und zwar geht es einmal zum Port Kobe Earthquake Memorial. Das ist eine Erinnerung an den Erdbeben, der 1995 hier stattgefunden hat. Eines sehr große Erdbeben, der viel Schaden angerichtet hat. Da schauen wir uns das mal an. Vielleicht noch mal ein kurzer Fazit zu diesem Kobe Tower. Port Tower, der war wie gesagt 102 Meter hoch und die Ansicht an sich war schon mal sehr schön. Kann ich an sich wirklich empfehlen.
Wir haben jetzt 1200 Yen pro Person gezahlt und es sind aktuell 6,70 Euro. Also lohnt sich, ist jetzt nicht extrem hoch, aber ist ikonisch und man hat einen schönen 360-Grad-Blick über die ganze Stadt, sowohl über den Hafen als auch eben auf die Landseite. Wir müssten langsam angekommen sein. Hier seht ihr hinten einmal den Tower, wo wir gerade waren. Und hier am Hafen entlang, übrigens wirklich ein schöner Spot zum etwas spazieren gehen, befindet sich oder müsste der Earthquake Memorial sein. Und hier sehen wir es auch direkt. Der ganze Bereich hier ist quasi einmal der Memorial Park. Hier fand ja 1995 der sogenannte Hanshin-Erdbeben statt. Leute, schaut euch das mal an. Ich laufe jetzt mal hier rechts rum. Hier seht ihr an dem Bereich, als Erinnerung haben die eine Fassade bzw. den Bereich komplett offen gelassen. Und hier seht ihr noch die alten Straßen, wie schief das ist, die Laternen zum Beispiel. Wow, was es hier alles anscheinend verursacht hat. Vielleicht ein paar Infos zum Erdbeben. Fand im Januar 1995 statt und um 5:46 Uhr Ortszeit. Und das Epizentrum lag nahe der Stadt Kobe. Und die Stärke war 6,9. Schaut mal hier an den Treppen, hier läuft es dann runter. Hier ist eine Laterne. Hier seht ihr, wie das richtig schief verbogen hat. Da haben anscheinend die Schiffe angelegt damals. Diese Erdbeben hat circa 20 Sekunden gedauert. Wie so häufig bei Erdbeben, dauert nicht so lang, aber hat einen verheerenden Schaden angerichtet. Rund 100.000 Gebäude in dieser Stadt wurden schwer beschädigt oder zerstört. Große Schäden an Straßen, Eisenbahnen und auch an Brücken. Zum Beispiel gab es auch eingestürzte Hochstraßen. Hier beispielsweise seht ihr eine Hochstraße. Solche Straßen sind damals dann eingestürzt aufgrund dieses Erdbebens. Leider gab es bei diesem Erdbeben auch Tote. Und zwar sind 6.400 Tote aus diesem Erdbeben hervorgegangen. Rund 43.000 verletzte Menschen und über 300.000 Menschen waren zeitweise obdachlos. Wahnsinn. Ich mag mir gar nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr jemals ein Erdbeben erlebt habt. Ich hoffe nicht. Aber falls ja, wisst ihr sicherlich, was es bedeutet, wenn plötzlich die Erde bebt. Meine Güte. Das Erdbeben hatte einen wirtschaftlichen Totalschaden der Stadt von circa einem Wert von 100 Milliarden US-Dollar. Nach diesem Erdbeben gab es dann in Japan Verbesserungen im Katastrophenschutzsystem. Das wurde danach definitiv angestoßen und es wurden auch moderne Erdbebensicherungsvorschriften erstellt. Schau, hier sind auch noch mal rechts ein paar Bilder, wie das damals aussah. Ich sitze hier die Straße entlang, alles ist komplett aufgebrochen. Wahnsinn. Hier auch eingestürzte Bereiche, die Straßen. Der Harbor Highway, also dieser Highway, der hier zu sehen ist jetzt ein neues Konstrukt, also seit den 90er oder 2000er Jahren wahrscheinlich. Und da war unten auch entsprechend beschädigt. Seht euch das an, Wahnsinn. Hier seht ihr, alles weggebrochen. Was für eine Kraft das gewesen sein muss. Dieser Memorial Park dient als Erinnerung an das Erdbeben und seine Opfer. Und sie dient nämlich als Symbol für Kobes Widerstandskraft und die Erneuerung der Stadt. Ihr müsst euch mal vorstellen, diese Stadt schaut nämlich mittlerweile so aus. Wir sind ja durch die Stadt gelaufen, aber hier seht ihr wirklich, alles wurde wieder aufgebaut. Respekt an die ganzen Architekten, an die Bauermitarbeiter. Leute, vielleicht eine kleine Message auch an unsere Politiker weltweit, gilt für jeden Einzelnen. Unser Land, unsere Erde kann so schön sein. Die Orte sind wunderschön. Es kann aber auch sehr hart und robust sein. Und bevor ihr irgendwie Geld verschwendet für irgendwelche Kriege oder weil ihr das Ziel habt, in irgendwelche Geschichtsbücher einzugehen oder irgendwelche Grenzen auf der Erde ein paar Kilometer nach rechts oder links zu verschieben, solltet ihr gewappnet sein, auch für solche Situationen. Es gibt Hurricanes, es gibt Tsunamis, es gibt Erdbeben, es gibt so viele robuste Situationen auf dieser Erde. Und für sowas sollte man das Geld verwenden. Also vielleicht mal eine kleine Message. Wahrscheinlich wird es keiner von euch dieses Video anschauen, von Politikern, aber falls doch, ihr seht hier nochmal, was ein Erdbeben anrichten kann. Wir suchen uns jetzt mal so langsam was zum Essen und würden hier uns von diesem Ort hier verabschieden, nachdenklich. Bis gleich, wir sehen uns. Wir laufen jetzt mal so langsam Richtung der Chinatown. Bin ich sehr gespannt, wie das aussehen wird. So von meinen ersten Eindrücken her
Oder mittlerweile sind wir ja doch ein paar Stunden unterwegs hier in Kobe. Finde ich das ein bisschen europäisch fühlt sich diese Stadt irgendwie an, tatsächlich teilweise. Gibt es immer so kleine Bereiche, finde ich, die sehr, sehr stark an so einen europäischen Vibe geben, teilweise auch so einen amerikanischen Vibe geben. Wenn wir irgendwie in anderen Städten unterwegs sind, wie Osaka etc., ist das pur, Japan pur, ikonisch pur. Hier jetzt vor Ort fühlt sich das eher wie so eine klassische Millionenmetropole an bisher. Aber auch cool, also nice to see. Dieses Café schaut doch mal geil aus, da schauen wir mal rein. Wow, heißt Blue Bottle Café. Ich glaube tatsächlich ist es sogar eine Kette. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob es eine japanische ist oder vielleicht sogar eine chinesische oder Hongkong-Marke. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Es riecht hier phänomenal, das Design ist wunderbar. Schaut euch mal dieses Design an. Geil, cool. Das ist auch so ein bisschen Merch. Das kostet sowas zum Beispiel so eine Tasse 2310 Yen. Das sind 12,87 €. Schnäppchen. Aber ich würde sagen, wir holen uns jetzt mal was Leckeres hier. Ich habe jetzt Bock auf einen Espresso und hier kriege ich endlich mal einen mit einer echten Siebträgermaschine. Seit Tagen suche ich so was sehr Hochwertiges. Bist du jetzt happy? Ja, ich bin happy. Oder noch nicht, aber ich hoffe gleich happy, sagen wir mal so. Aber ihr seht, schaut's mal an. Geben sich hier echt Mühe. Es gibt hier auch so Pour-Overs, ganz frisch gemacht, so ein Eiskaffee mit Eiswürfeln. Lecker. Bye bye. Leute, echt eine Empfehlung. Bye bye. Geiler Kaffee, sehr lecker. Wir haben übrigens nachgesehen, ist anscheinend eine amerikanische Firma, habe ich gar nicht gewusst, weil es sehr asiatisch aussieht, aber die haben sich anscheinend vom Japan inspirieren lassen. Und man sieht es auch an dem Design, es war wunderschön. Wenn ihr mal eine Pause braucht und kurz einen Kaffee trinken möchtet, hier in Kobe eine klare Empfehlung von unserer Seite aus. Die Straße hier ist schon ein bisschen hochwertiger teilweise, weil hier hinten hatten wir eine Automarke Bentley, hier rechts habt ihr die Automarke Aston Martin. Also die haben hier anscheinend auch ihre Autos sehr nah am Hafen. Macht ja Sinn, wenn die Autos importiert werden, dass die gleich einen kurzen Fahrtweg haben. Schaut euch mal an, diese typisch ikonischen japanischen Taxis. Sieht doch geil aus. Finde die super. Boah, schöner Sportwagen. Daran seht ihr auch, die Stadt ist anscheinend nicht gerade sehr arm. Hafenstadt, hat Geld definitiv. So, wir laufen jetzt mal so in Richtung Chinatown. Danach noch zu einer weiteren Destination, die ich jetzt noch nicht verraten werde. So viel sei gesagt, es hat ein bisschen was mit Europa zu tun, aber seid gespannt. Wir nehmen euch mit. Wir scheinen in Chinatown angekommen zu sein. Hier ist ein Eingang. Dann gehen wir mal Richtung dieser bunten Straße. Schaut euch das mal an. Wir haben jetzt extra den Abend abgewartet, weil die Vibes hier am Abend sehr, sehr interessant sind. Diese Beleuchtung hier in dieser Stadt, beziehungsweise diese Reklametafeln am Abend finde ich wunderschön. Die sind zwar noch nicht alle an, aber ein paar leuchten mittlerweile. Boah, Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie gut es gerade hier riecht. Es gibt so leckere Sachen hier. Schaut euch das mal an. Ich laufe jetzt mal hier so dezent vorbei. Schaut euch an, so, was es da alles so gibt. Wow. Lecker, lecker. Ich weiß noch nicht, ehrlich gesagt, was ich mir hier oder ob ich mir jetzt hier was holen soll. Ich habe ehrlich gesagt eigentlich vorgehabt, Kobe-Fleisch zu essen, aber wenn ich das ganze Essen hier sehe und diese Gerüche gerade in meine Nase ziehen, kriege ich einfach Appetit. Ich muss mich gerade wirklich zusammenreißen. Ich warte auf irgendwas mit Kobe-Fleisch. Es kann ja auch nicht sein, dass ich jetzt hier in Kobe bin und kein Kobe-Fleisch esse. Mal sehen, vielleicht probieren wir was Kleines. Der Ort hier wirkt auf den ersten Blick jetzt sehr groß, finde ich, aber ich habe auch vorhin noch mal gelesen, dass das so 200 mal 200 Meter hat. Und das soll auch einer der größten Chinatowns in Japan sein, neben Yokohama und Nagasaki. Das ist so mitten in der Stadt momentan. Sehr zentral gelegen. Aber ihr seht, alles sehr chinesisch angehaucht. I like. Gefällt mir gut. Auch ein weiterer Grund, nach Kobe zu kommen. Auch abends vor allem hier. Es ist eine schöne Atmosphäre. Viele, viele junge Leute,
Die essen, genießen, haben Spaß. Und gefällt es euch? Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr so die Eindrücke hier findet. Schaut euch das mal an, wie süß das ist. Also erstmal extrem schmackhaft. Und hier süß. Teilweise auch wieder so Anime-Sachen reingepackt. Oh wow, was ist denn? Das sind so Buns. Schaut nach Schweine-Buns aus. Und dann gibt es hier auch noch so ein Entenstück Wrap. Wow. Was kostet hier sowas zum Beispiel? Schauen wir mal. So ein Bun kostet, steht denn hier im Preis, 300 Yen. Ah ja, so eine Entenwrap kostet 400 Yen. Dieses hier. Und 400 Yen sind 2,23 €. Wirklich super, super fairer Preis für ein Stück Ente, wohlgemerkt. Echt günstig. Schnäppchen. Leute, ich denke, wir holen uns noch was Kleines hier zum Essen, bevor es dann irgendwo noch zum Kobe-Fleisch essen geht. Bis gleich. Wir haben ein Kobe Beef Restaurant uns ausgesucht und gefunden, und zwar das Yazawa. Wie ihr seht, schaut sehr, sehr einladend aus mit dem Logo hier hinten. Wir haben auch nachgesehen, das hat 4,9 auf Google. Dürfte ja wahrscheinlich sehr lecker sein. Also macht euch gespannt auf einen kurzen, leckeren Foodstop hier. So, thank you. So, der Innenbereich schaut auch sehr, sehr schön aus hier. Danke, thank you. Gibt es anscheinend so Sets? Japanese Kobe beef sushi. Okay. Take a la carte. This is not Kobe beef. Okay, got it. Classic Wagyu. Okay. And sorry, USA. USA, okay. Okay, die haben auch amerikanische Steaks, aber auch Kobe. Salad, vegetable. If you decide it, please call me. Thank you very much. Arigato gozaimasu. So Leute, wir suchen uns mal was zum Leckeres aus hier. Gibt es auch im Tisch so eingelassen, Art Barbecue-Grill, wo wir wahrscheinlich das Steak dann selber braten können oder vorgebraten wird, mal sehen. Hier sieht so aus, schaut sehr schön aus, gefällt mir. Cooles, schlichtes Design und wie gesagt top-rated. Hier bereitet der Herr gerade unsere Stücke vor. Ich vermute, es sind unsere Stücke. Schaut sehr danach aus. Es kommt nochmal Salz drauf, bisschen Pfeffer, sehr schön angerichtet. Und dann die Namen der Stücke auf Japanisch. Und da haben wir noch ein bisschen Gemüse bestellt. Mal sehen, bin gespannt. So, da kommen unsere Stücke. Wow, das sieht doch geil aus. Angerichtet wie Stück Gold. Da sieht man, wie besonders das Ganze ist. Haben wir noch ein bisschen Gemüse bestellt. Das werden wir dann ebenfalls mit anbraten. So, die Dame hat uns jetzt auch noch mal netterweise den Pokal gegeben oder beziehungsweise den Beweis dafür, dass es echtes Kobe-Fleisch ist. Es gibt nur Restaurants, die so etwas haben, dürfen auch Kobe-Fleisch verkaufen. Und hier sind die Stücke. Schaut euch das mal an, Leute. Wow. So, die Dame bereitet jetzt unsere Grillen vor. Hier ist erstmal Art Butter. Ich glaube, das ist tatsächlich sogar Fett vom entweder Rind oder irgendwas anderes. Also tierisches Fett. This is sarin. This one is fat. Beef fat. Beef-Fett, okay, Rinderfett. Dann werden die Steaks hier auf den Grill geschmissen. In den nächsten Momenten dürfte es sehr, sehr lecker nach Röstaromen riechen. Wir haben jetzt die Dame gebeten, für uns das zu braten, weil sie ist ja ein Profi, macht das täglich. Und ich möchte jetzt nicht diese wunderschöne und teure Kobe Beefs einmal zerstören oder zu sehr zu durchbraten. Deswegen überlassen wir das den Profis. Wir haben auch Beef Rice bestellt hier. Schaut sehr gut aus. Wow. Leute, hier geht ein Duft hoch in meine Nase mit diesen Röstaromen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Genau darauf habe ich mich gefreut, die ganze Zeit jetzt hier schon. Den ganzen Tag laufen wir durch Kobe. Und ich habe das Gefühl, wir haben ein sehr, sehr gutes Restaurant erwischt. Es wird zwar ein bisschen teurer werden, aber Kobe-Fleisch ist nun mal nicht das günstigste. Geil. Wir beginnen mal mit der Rice Bowl hier, beziehungsweise Rice Beef Bowl, wie ihr seht. Das sind diese Beefstücke, Sesam, ein frisches rohes Ei und unten ist Reis. Es wird auch lauwarm serviert. Und hier gibt es dann nochmal Ingwerblätter. Probieren wir als allererstes mal diesen Beef Rice Pot. Gehen wir gleich rein. Wow, wow. Also jetzt habe ich nicht erwartet. Ihr könnt euch von der Konsistenz vorstellen. Es ist sehr fettig, aber extrem zart, das Fleisch. Man muss einmal kurz durchbeißen und danach zergeht es im Mund. Was mir sehr gut gefällt, ist es perfekt gewürzt. Ich glaube, das wurde davor auch in einer Art Soße, entweder Barbecue
oder Sojasoßenmix eingelegt. Er harmoniert hervorragend. Auch mit dem Reis. Der Reis ist Standard, nichts Besonderes. Einfach leckerer Reis. Aber diese Beefstücke, die sind Wahnsinn. Sehr, sehr gut. Top Start. Wir arbeiten uns jetzt hier mal durch so langsam. Unsere Kobe-Beefstücke, wie ihr hier seht, haben uns erreicht. Sieht doch phänomenal aus, oder? Ich fange jetzt mal mit dem weniger Fatty Part an. So schaut das aus. Ich werde auch mal gleich abbeißen, damit ihr ein Stück sehen könnt. Aber unten schöne Röstung, also Röstaromen. Man riecht es auch, das ist herrlich, Leute. Wow. Also ich will jetzt einfach mal pur reinbeißen. Schon mal sehr gut. Innen ist noch ein bisschen blutig, aber so gehört sich's, finde ich, auch hervorragend. Sehr leicht im Geschmack, hat sehr lockeren Biss. Das zergeht sofort durch die Zähne. Also wirklich gut. Ich versuche es jetzt mal mit verschiedenen Kombinationen. Setzen wir das mal hier an. Wow. Also, diese Ponzu-Soße, die hat eine sehr zitrushaltige Zitrusnote. Dennoch sehr salzig. Hat auch eine leicht süße Note. Da schmecke ich irgendwie wirklich dieses, ich weiß nicht, ob das MSG dabei ist, aber wahrscheinlich schon, sehr stark raus. Und ich würde jetzt mal gerne dieses Wasabi noch ausprobieren. Das lächelt mich auch schon die ganze Zeit, einfach mal pur. Okay, der hat ein bisschen Dampf. Der erinnert mich aber an so einen klassischen Wasabi, frisch, aber klassische Wasabi, den wir auch bei uns kennen. Hier ist dann nochmal eingelegtes Knoblauch. Das würde ich jetzt so pur nicht probieren. Ich versuche das mal mit einem Stück Fleisch. Dann noch mal ein zweites Stück Fleisch, pack da ein bisschen Salz drauf. Da würde ich jetzt dann noch mal ein bisschen Wasabi drumherum legen und ein Stück Knoblauch. So, so schaut das Stück aus. Das ist ein geiler One-Biter, oder? Was sagt ihr? Da ist gerade irgendwie alles vereint. Ihr habt diesen wunderbaren Fleischgeschmack, sehr leicht, aber trotzdem Röstaromen, typisch Steak. Dann salzig, was dem Ganzen natürlich eine geile Note gibt. Wasabi, eine geile Frische, zieht auch so ein bisschen in die Nase, plus eben das Knoblauch, was so eine bitter, fruchtige Note hat. Also richtig geil, sehr, sehr lecker. Geiler Start. Jetzt würde ich einmal das Stück nehmen, bevor es zu lange hier steht. Schaut euch das an, diesen Fatty Part. Auf der Rückseite ist er einmal komplett knusprig, beziehungsweise ihr seht so mal so Röstaromen, und auf der Vorderseite ist er weich, soft. Also wir haben hier wirklich einen geilen Layer. Den will ich auch mal pur probieren. Das ist ehrlich gesagt besser. Das gefällt mir deutlich mehr. Warum? Der ist noch viel zarter und man muss wirklich sich überhaupt nicht anstrengen, sondern kann einfach ganz locker durchbeißen. Aber es ist fleischiger. Es ist zarter gleichzeitig, aber fleischiger. Das ist interessant. Also irgendwie, alles macht Sinn. Jede einzelne Zutat an diesem Platz, an diesem Tisch macht momentan hier Sinn. So, was wir aber noch gar nicht angefasst haben, sind hier einmal die auf dem Grill liegenden Gemüsesorten. Hier haben wir einmal Pilz, dann Zucchini, dann Lotuswurzel, Champignons und eben Kürbis. Oh, ich weiß gar nicht, mit was ich zuerst anfangen soll. Ich glaube, ich nehme mal klassisch Zucchini. Schaut euch das an, die schauen jetzt doch mal ready aus, oder? Bisschen, weil die trocken geworden sind. Vielleicht ein bisschen Soße, Salz. Aber ich habe da Lust, einfach mit Wasabi auch reinzugehen. Schaut euch das an. Geiler Bite, oder? Geil. Zucchini, kennst du die Konsistenz? Warm in dem Fall, weil er auf dem Grill liegt, aber ist super soft, super weich. Man beißt durch. Angenehmer Geschmack, kann man nichts falsch machen. Dieser Pilz hier, der interessiert mich. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Ich weiß auch gar nicht, wie der heißt. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie der heißt. Es ist, glaube ich, ein typisch japanischer Pilz. Ich würde da mal damit beginnen. Pur erstmal. Typisch pilzig, aber ganz leicht. Interessant. Am Anfang super langweilig. Wenn man ein bisschen damit arbeitet, kommen dann so leichte Pilzaromen, aber extrem frisch. Es macht aber Spaß, darum herum zu kauen. Ist ein bisschen bissfester, auch ein bisschen chewy, aber nicht extrem. Sehr gut. Dann schauen wir uns noch mal die Lotuswurzel an. Ich weiß gar nicht, kann man die einfach so essen? Wahrscheinlich schon, oder? Wenn man drauf beißt, fühlt sich das wie so ein Apfel an. Fester und nicht süß.
So fühlt sich das an. Überhaupt gar kein Geschmack. Sehr langweilig, ehrlich gesagt. Und dann schauen wir noch zu guter Letzt hier einmal die Kürbisstückchen an. Kann man die hier so rausnehmen. Ist schon ein bisschen durch. Die mal hier ehrlich gesagt mit der Soße probieren. In Ordnung. Kürbis nur deutlich sehr fest, ehrlich gesagt. Ich glaube, mit Kürbis kann man da viel mehr machen. Also die Zutaten hier auf dem Grill, bis auf das Zucchini, hat es mir nicht so gut gefallen. Aber dafür ist das Fleisch umso leckerer. Und vor allem diese Zutaten hier, Leute. Wahnsinn. Sehr, sehr gut. So, wir würden uns jetzt hier mal zu Ende durchessen. Dann sehen wir uns später, wenn wir wieder unterwegs sind. Versuchen wir noch ein Viertel mitzunehmen. Und dann müssen wir auch so langsam wieder zurück zu Osaka am Hauptbahnhof. Und dann geht es nämlich heute noch weiter, ein paar Stunden Fahrt nach Kanazawa. Also, bis später. Thank you very much. Arigatou gozaimasu. Bye bye. Leute, wir haben gerade das Restaurant verlassen und ich muss schon sagen, ich bin absolut begeistert. Das war ein Geschmackserlebnis, so wie ich mir das vorgestellt habe, so wie ich mir das gewünscht habe, und ich wurde nicht enttäuscht. Ihr habt es ja gesehen, wir haben 2 verschiedene Stücke Kobe-Fleisch bestellt, eines etwas stärker marmoriert und eines etwas weniger marmoriert, um mal die Unterschiede kennenzulernen. Und es war eine Geschmacksexplosion in meinem Mund, perfekt auf den Punkt gebraten, finde ich. Wir haben jetzt insgesamt dafür 23.900 Yen gezahlt. Das sind 133 € für 2 kleine 80 Gramm Stücke. Also es waren jetzt zweimal kleine 80 Gramm Stücke. War jetzt vom Preis her, ich denke mal für Kobe-Fleisch recht solide. Es gibt auch andere Preiskategorien. Das teuerste wäre für, ich glaube 300 Gramm waren das circa so knapp 600 € gewesen. Also für 600 € für ein Steak kann man sich auch hier satt essen oder zumindest einen sehr, sehr besonderen Kobe-Steak genießen. Geil, 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 geil. Ich kann nur sagen, wenn ihr hierher kommt, unbedingt Kobe-Fleisch probieren. Das ist wirklich was ganz Besonderes. Wir sind an unserem Ziel angekommen, und zwar, wie heute versprochen, gab es noch ein kleines Highlight für uns, ein lustiges Highlight unter anderem, und zwar der sogenannte Kitanochi Square. Und wie ihr hier seht, ist das ein etwas ruhiger Ort. Es ist an so einem Hügel und man hat wirklich einen coolen Ausblick über die Dächer hier. Der Kitanochi Square ist eine zentrale Plaza hier im historischen Kitano-Viertel und ist bekannt für seine ehemaligen ausländischen Wohnhäuser. Schaut euch das mal an hier unter anderem. Umgeben ist dieses Viertel vor allem durch eben diese ausländischen Wohnhäuser, die inspiriert sind aus Europa. Was sind die Gründe dafür, dass wir hier mitten in Japan, in Kobe, europäisch alte Villen und Häuser zu sehen haben oder sehen? Und diese stammen direkt aus der Meiji-Zeit. Meiji-Zeit war ja aus 1868 bis 1912 und auch aus der Taisho-Zeit, also 1912 bis 1926. Und in der Phase, in der sich Japan nach Jahrhunderten der Isolation, die Isolationszeit wird ja hier Edo-Zeit genannt, erstmals wieder dem Westen öffnete. Da dürften dann das erste Mal wieder Ausländer sich hier in Japan niederlassen. Und neben Yokohama, Nagasaki ist eben auch dieser Ort dafür bekannt. Es ist echt eine schöne Atmosphäre gerade hier am Abend, gefällt mir sehr gut. Am Tag ist hier natürlich wieder sehr, sehr viel los. Die Häuser kombinieren westliche Elemente, Ziegelmauern oder Giebel, ne? Auch so Glasfenster, Balkone, aber wurden mit japanischer Handwerkskunst gebaut und japanischen Materialien selbstverständlich. Das ist so ein spezieller Hybridstil hier. Schaut sehr westlich aus, aber ist leicht auch angehaucht von japanischem Stil. Hier in der Gegend gibt es auch das ein oder andere Café oder auch Möglichkeiten, einfach so ein bisschen zu verweilen. Und das ist zum Beispiel eins, was der Kaufmann Thomas, so ein deutscher Kaufmann, erbaut hat 1909. Sehr interessant. Cooler Spot hier in Kobe. Empfehle ich euch auch, hier mal vorbeizukommen und ein paar interessante Bilder zu schießen. Ein geiler Fotospot. Mir gefällt auch der Ausblick da hinten. Der Ausblick, es kommt auf der Kamera wahrscheinlich nicht so gut rüber, aber hier hinten hat man wirklich so eine Skyline. Also, das wollten wir euch noch kurz zeigen.
Bin ein interessantes, cooles Highlight hier in Kobe. Ich hoffe, es hat euch hier gefallen. Und wir machen uns jetzt mal auf den Weg zurück zum Hauptbahnhof und fahren dann von dort jetzt weiter nach Kanazawa. Let's go! Wir sind wieder angekommen in der Osaka Station und werden jetzt einmal unsere Koffer holen und zu unserem Shinkansen-Zug, weil wir ja noch ein paar Stunden Fahrt vor uns haben. Und zwar geht es ja jetzt nach Kanazawa. Wir wollen noch mal kurz ein kleines Recap mit euch machen. Also grundsätzlich würde ich sagen, ist es definitiv wert, einen Trip nach Kobe zu machen. Ihr braucht aber eigentlich nur einen einzigen Tag vor Ort. Ihr braucht keine 2 oder 3 Tage. Man kann an einem Tag alles abklappern und die wichtigsten Highlights kann man sehen. Also es gibt einen Schrein oder Schreine zu sehen, den Hafen, den Tower, der am Hafen steht, diesen Earthquake Memorial, was ich persönlich extrem interessant fand. Und dann eben dieses europäisch oder westlich angehauchte Viertel. Wie fandest du es? Schön, aber eine standardnormale große Stadt, würde ich sagen, in Japan. Es gibt schon einige Sachen zu schauen, aber ich glaube, ein paar Stunden reichen schon aus. Ja, also von uns definitiv einen Daumen hoch für die Stadt Kobe. Einen Tag definitiv einplanen, mehr, denke ich, ist nicht notwendig. Und probiere auf jeden Fall diese Kobe Beef in Kobe. Ja, das ist das absolute Highlight. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Ja, selbstverständlich. Sehr wichtig. Dazu habt ihr das Video gerade gesehen, unser Tasting. Extrem lecker. Sehr, sehr, sehr geile Erlebnis und geile Experience. Wir sehen uns gleich und holen uns jetzt mal unsere Koffer. Wir sind soeben am Kanazawa Bahnhof angekommen. Es ist aktuell knapp 22:45 Uhr und der Shinkansen-Zug war pünktlichst. Wir sind jetzt von Osaka hierher gefahren. Wir werden jetzt in den nächsten Tagen in Kanazawa unterwegs sein, also macht doch auf eine geile, spannende Zeit bereit. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, dieses Video. Wir hatten einen geilen Tag in Kobe und auch die letzten Tage in Kyoto, Osaka etc. Jetzt sind wir komplett an einem anderen Ort. Ich bin extrem gespannt, was diese Stadt zu bieten hat. Also, wir sehen uns. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis bald. Ciao.